Wir werfen heute mal ein Auge und ein Ohr in den BMW F30/F31. Wie klingt der denn als Serienausstattung und wie lässt sich das originale BMW Multimedia-Gerät bedienen? Welche Medien können wir überhaupt drauf abspielen? Und wir schauen mal rein, welche Ablagefächer wir haben und wie überhaupt das Gefühl auf dem Fahrersitz für mich als Fahrer ist. Wir sind AAS24, mein Name ist Oliver Weiß. Wir sind euer Online-Shop für alles um das Thema Car Audio. Bevor ihr das Video jetzt weiter guckt, wir haben jetzt nach dem Schnitt des Videos festgestellt, uns fehlt tatsächlich irgendwie die Information, warum wir dieses Video überhaupt in der Form so jetzt euch anbieten. Wir haben nämlich gedacht, wir zeigen euch jetzt mal von dem Fahrzeug, welches wir ja schon gerade umbauen, einfach auch mal, wie klingt eigentlich die Originalausstattung, um mal eine Basis zu bekommen, wie viel besser wird es denn, wenn wir jetzt was einbauen und wer kann sich vielleicht mit dem Einbau schon zufrieden geben, so wie es original ist und vor allem, wie lässt sich das Ganze bedienen. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir machen jetzt mal zusätzlich zu den üblichen Videos, die ihr von uns kennt, auch immer ein kurzes Cockpit-Video und Sound, so ist es Video. Damit ihr uns aber da unterstützen könnt, wäre es super, wenn ihr genau bei diesen Videos, wo wir auch selber nicht so arg im Detail drin stecken, wie jemand, der das Auto selber fährt, eventuell in den Kommentaren ergänzen könnt, was vielleicht sogar noch inhaltlich fehlt, was gut oder besonders schlecht ist, einfach euch damit einzubringen. Und dafür soll genau dieses Video über das Cockpit und den Ist-Sound sein. Also teilt eure Erfahrungen mit hier auf diesem Video in Form von Kommentaren und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Dann schauen wir uns halt einfach mal um. Was finden wir hier? Wir haben hier einen starr fest eingebauten Monitor mit Farbe. Das schaut auch ganz witzig aus, das Teil. Bedienen tue ich es eigentlich hauptsächlich hier über meinen Joystick und über meine Tasten. Und kann natürlich auch noch diese Einheit hier nutzen, die ebenfalls zum Radio gehört. Hier ist auch das CD-Laufwerk drin, Eject-Funktion und vorwärts, rückwärts und kann noch feste Stationen abspeichern. Und habe hier auch meinen Lautstärkeregler, den ich jetzt auch parallel hier benutzen kann über die Lenkradtasten. Also hier laut und leise machen und ich kann hier die entsprechenden Sender anwählen und rauf und runter. Wobei jetzt das nicht hier drin stattfindet, sondern in dem Display. Hier kann ich diese vorgewählten Stationen anspeichern und umschalten, was komischerweise hier nicht auf dem Bildschirm passiert. Und ich habe hier die Möglichkeit, mein Telefonbuch abzurufen. Das ist auch nicht hier drin, sondern nur hier vorne. Und hier kann ich die ganzen letztgewählten Rufnummern anwählen und natürlich auch hier dann wegwählen. Und dann schaltet er auch aufs Telefon um. Hier legen wir auf. Oh, jetzt haben wir Bernd schon angerufen, so schnell geht's. So viel zu dem Thema Lenkradfernbedienung. Und wir können hier natürlich jetzt Medien wie CD. Wir haben Radio, in dem Fall aber auch, naja gut, Baujahr bedingt. Das ist hier ein Baujahr 2012. Hat kein DAB Plus drin, sondern nur UKW und natürlich Mittelwelle. Und wir finden genau diese Sender hier, also FM und AM. Und wir können auf das Telefon umschalten. Wir haben hier eine Bluetooth-Freisprechanlage drin, die auch soweit funktioniert. Was die Bluetooth-Freisprechanlage allerdings hier nicht kann, und ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Facelift, also nach diesem Modell, also das Modell ist ja eigentlich genau das gleiche, aber als Facelift, nicht vielleicht auch schon überarbeitet worden ist, aber wir können nicht Audio streamen. An der Stelle bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, deswegen brauche ich jetzt euch daheim, für alle, die dieses Problem vielleicht schon gelöst haben, an ihrem BMW F30/31 mit dieser Bluetooth-Audio-Streaming-Geschichte. Ich glaube fast zu wissen, es gibt die Option in dieses Fahrzeug, so wie man auch da stehen haben, Bluetooth-Audio-Streaming freischalten zu lassen. Aber hey Leute, was kostet das? Wie viel Aufwand ist das und wie funktioniert es danach? Das können wir natürlich jetzt aktuell in diesem Video nicht so reinbringen. Ich würde sagen, schreibt uns das in die Kommentare rein. Ich will auf jeden Fall nicht, dass jetzt alles so rüberkommt, wie wenn dieses Auto unmöglich mit Audio-Streaming zu erhalten ist von BMW.
sondern ausschließlich durch uns nachzurüsten ist. An der Stelle der Unsicherheit brauche ich euch, klickt euch mal ein und schreibt es in die Kommentare dazu. Nicht schnurlos den Sound von meinem Handy hier über die Anlage wiedergeben. Das funktioniert erst, wenn wir einen Adapter dazu kaufen bei BMW und den hier bei unserem USB-Anschluss, der sich hier drunter verbirgt, anstecken. Und hier ist auch ein AUX-In. Und jetzt kann ich das hier einstecken und habe diesen Adapter, Music Media Interface, auf Lightning jetzt hier zum Beispiel. Und dann kann ich auf mein iTunes zugreifen und auch von hier aus bedienen. Das heißt, hier gehe ich jetzt dann bei Media. Da verbirgt sich zum einen, gehen wir mal ganz raus, da kann ich mich mit den Tasten rechts und links mich drinnen auch noch bewegen. Ich kann jetzt hier die CD anwählen oder als Media ein externes Gerät auswählen. In dem Fall ist es dann der USB-Anschluss mit dem iPhone. Wieder bestätigen mit dem Knopf. Und da kann ich mich jetzt dann innerhalb meines Handys bei iTunes entsprechend die Titel alle wiedergeben und kann mich dann hier in dieser Wiedergabeliste durchhangeln nach Alphabet oder wie auch immer, wie ich das von der Auflistung her mache, und kann auch hier meine nächsten Interpreten anwählen. Ne, geht auch hier schon nicht. Also hier habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Jetzt bin ich sowieso raus. Moment, mal schnell wieder auf Media zurück. So, das heißt, ich muss tatsächlich hier mich über den Joystick die entsprechenden Titel auswählen und dann draufklicken zum Wiedergeben. Es funktioniert nicht über die Tasten vor und zurück, so wie beim Radio. Da funktioniert es mit vor und zurück, aber eben nicht beim Handy. Also das finde ich ein bisschen ein Nachteil, weil Audio-Streaming ist eigentlich schon eine ganz coole Geschichte. Für wen das wichtig ist, der sollte sich vorher informieren. Was funktioniert ist, wenn ich jetzt auf dem Handy Spotify drauf habe und Spotify aktiviere und einfach einen Song loslaufen lasse, dann übertüncht er den, dann läuft bei mir Spotify. Aber bedienen muss ich es übers Handy. Ich kann es nicht über die Multimedia-Einheit von BMW bedienen. Wie ist denn das bei euch? Vielleicht fahrt ihr sogar selber schon einen BMW F30 oder F31. Ihr könnt ja mal in die Kommentare noch mit unten reinschreiben, was vielleicht von der Bedienung her noch jetzt gerade nicht beachtet worden ist, aber was ihr besonders cool oder vielleicht auch besonders schlecht findet. Oder eben als Tipp am Rande noch irgendwie was erwähnen könnt, wo ihr sagt, hey, das habt ihr jetzt gar nicht ausprobiert so auf die Schnelle. Probiert doch das mal aus. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr euch dazu in den Kommentaren noch meldet. Ablagefächer, wie schaut es denn hier damit aus? Ziemlich cool finde ich das hier. Der Besitzer von dem Auto hat auch gesagt, ein iPhone 7 passt da perfekt rein. Entschuldigung, ein iPhone 6. Mein iPhone 7 ist es nicht ganz ideal, aber ich in meinem Auto wäre froh, ich hätte so eine Ablage. Drunter verbirgt sich nämlich ein Flaschenhalter. Das ist ja echt ganz cool gemacht. Und zwar hier gibt er richtig Sinn. Das Ding muss man dann halt auf die Seite legen währenddessen. Aber wenn ich den Flaschenhalter nicht mehr brauche, klapp, habe ich mein Handy da wieder drin. Da hinten haben wir nochmal eine Ablage, da kann man natürlich auch mit USB und so weiter ein bisschen was reinlegen, Schlüssel, wie auch immer. Das ist sehr lässig. Dann haben wir hier unter unserer Armlehne, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, unseren USB-Anschluss und natürlich hier die Möglichkeit, Sachen reinzulegen. Das finde ich ziemlich lässig, also auch vom Staumöglichkeiten haben wir hier einiges zu bieten. Selbst da oben drauf könnte man sogar was legen, aber es ist, glaube ich, eher ein bisschen rutschig hier, also eher abzuraten. Wir haben auch noch zusätzlich hier an der Seite, da kannst du mal kurz hier rüberkommen mit der Kamera. Hier nochmal ein Ablagefach, das sogar relativ groß ist, schau, passt fast meine Hand rein. Was weiß ich, was man da alles reinlegen kann. Ist auf jeden Fall ganz cool so. Und natürlich unsere Türseitenfächer, naja, das ist jetzt keine Seltenheit, hat natürlich jede Türe so, oder? Wie schaut's aus? Wir haben hier in diesem Fahrzeug nicht das HiFi-System, sondern das Standard-Soundsystem. Und um uns darüber eine vernünftige Meinung jetzt mal zu bilden, haben wir hier einen USB-Stick, den wir jetzt anstecken. Da ist nämlich ein GEMA-freier Song drauf von meinem Kameramann, dem Moritz, der hat mir den gemixt. Und da schaltet er jetzt auch gleich um auf USB-Anschluss.
Und da müssen wir jetzt, was müssen wir jetzt machen? Alle Titel, oder? Was kommt da? GEMA frei, Moritz, da ist der Ordner. Und da gehen wir rein. Welches war das? So, der Sound läuft und jetzt drehen wir mal auf und schauen einfach mal, was so geht. So, jetzt kann ich aber auch so weit nach rechts drehen, wie ich will. Es wird nicht lauter. Und da merkt man, also es klingt im ersten Moment jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich habe vorhin schon ein anderes Lautsprecher, eine andere Musik gehört in dem Auto drinne und haben uns das mal richtig ausgiebig gegeben. Man kommt ganz schnell auf den Trichter. Das ist eigentlich viel zu leise, wenn man mal voll aufdreht und einfach mal richtig Spaß haben mag. Dann denkst du immer, da muss doch noch mehr gehen, aber es kommt nicht mehr Sound raus. Und bei etwas kräftigerer Musik bricht auch bei höheren Lautstärken, also was heißt dann bei der Maximallautstärke, auch sofort der Bass zusammen, der ist nicht mehr richtig da, der kann nicht mehr richtig pumpen. Auch der Sound selber, der klebt voll auf der Lautsprecherseite. Das ist gar kein richtiger Hörgenuss. Warum auch? Weil wir haben hier nur 2 Bässe unter dem Sitz, einen rechts, einen links. Das ist serienmäßig bei dem Fahrzeug so verbaut. Das sind 20 cm Tieftöner. Und in dem Fall haben wir jetzt hier noch einen Mittelhochton, also einen Breitbandlautsprecher in den Türen drin. Einen richtigen Hochtöner gibt es gar nicht, weil der wäre nämlich hier drin beim HiFi-System. Da wäre das eine Nummer besser. Aber hier ist einfach mal tot. Es ist kein weiterer Lautsprecher drin. Dementsprechend klingt das Ganze natürlich etwas muffig. Und naja, also wer sagt, das langt ihm, das ist okay, aber ich weiß, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, das ist mir viel zu wenig, da müssen wir was machen und da kann man auch was machen. Aber wir haben uns das so angehört, ich finde, naja, es ist irgendwie okay für jemanden, der keinen großartigen Anspruch hat, der findet das wahrscheinlich sogar ganz toll. Jemand, der ein bisschen mehr mag, der kommt ganz schnell mit dem Standardsystem an seine Grenzen. Über das HiFi-System selber werden wir mal irgendwann noch ein anderes Video machen, wenn wir ein Fahrzeug da haben mit HiFi-System drin. Es gibt eine eigene Beurteilung, aber ich hoffe, ich habe euch jetzt hier mal ein bisschen gezeigt, wie der BMW F30/hier F31, das ist der Touring, von innen ausschaut, wie er sich bedienen lässt. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal für eine Cockpit-Vorstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Olli von AAS24. Halt noch nicht weiter zappen. Ich will euch natürlich darauf hinweisen, dass wir auch weitere Videos gedreht haben und auch noch drehen werden, wo wir den Sound tatsächlich verbessern mit richtig coolen Plug-and-Play-Systemen. Wenig Aufwand, viel Sound ergänzen. Das an dieser Stelle nochmal. Also jetzt danke fürs Zuschauen, euer Olli.